Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play L.A. Noire hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Rusty, möchtest du die Ansage nächstes Mal machen, hä? Ich wollte ihn nicht fragen, was wir machen sollen. Geh mir nicht auf den Sack. So, Apartment 6, da, McCaffrey. Wussten wir auch noch. Mensch, Rusty, nicht in der Anmod dazwischen reden, das kann ich nicht ab. So, Apartment 6. Wo ist denn Apartment 6? Ist das hier unten? 3? 4? Das 1 und 2, dann ist das wohl oben 5 und 6. Schauen wir uns das mal an. Ah, 6. Tatsache. Tja, dann würde ich sagen eintreten und durchsuchen. Kleines Apartment, ne? Ah, sehr belesener Mann, wie wir ja wissen. Aha. Aha. Das ist doch die zweite Hälfte von dem Brief. Wie kann das denn jetzt sein? Ah, wenn ich jetzt auch so lange dauern, bis du geheilt bist und wieder nach Hause kommen kannst. Ich habe deine Sachen in dein altes Zimmer gestellt und ein Schloss an der Tür angebracht, damit du deine Ruhe hast. Du kannst kommen und gehen, wann du willst. Ich werde mich um dich kümmern und du kannst wieder in dein normales Leben zurückkehren. Ich weiß, deine Adresse hat sich geändert. Ich kann also nicht sicher sein, dass der Brief dich erreicht. Aber ich bete darum, dass er es tut und dass du darüber nachdenkst, was ich gesagt habe. Ich liebe dich so sehr und bete jeden Abend, dass du in Sicherheit bist und vielleicht eines Tages an meine Tür klopfst und wir die Kluft zwischen uns schließen können. In Liebe und Verständnis, deine Mutter, Augusta Summers. Oh nein. From the letter we found beside the body. At the very least, I'd say it ties McCaffrey to the scene. Das stimmt allerdings. Oh nein, die Mutter. Das kann doch nicht an... Nein. Der Radmutternschlüssel. Freunde, der blutige Radmutternschlüssel. He said he was at home. He said he didn't know her. And we have the book. Let's see Carruthers argue his way out of this one. Rawlings Bowling. Is that you, Grosvenor? Who are you guys? What are you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Look, lady, we need to find him, and in a hurry. Are you going to give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof. He spends his mornings up there when he's been drinking. How do we get up there? Down the hall and up the stairs. Drunk and in command of a carrier pigeon. Können wir nicht noch... Ich möchte noch Surely we das can write him up Hemd. for that. A citation at least. Da haben wir nur noch das blutige Hemd. Okay, das ist kein Hinweis, krass. Ja, dann würde ich mal sagen, hoch da. Wieso ist das kein Hinweis? Wie mega komisch ist das denn? Ah, muss jetzt natürlich angucken, wa? Tja, McCaffrey, das kann doch nicht angehen. Also ich finde das sehr, sehr krass. Also alles deutet darauf hin, dass alle diese Ladies vom gleichen Typen ermordet wurden. Vom Dahlia Killer, Black Dahlia Killer, BD. Aber irgendwie finden wir doch immer wieder Verdächtige, die tief in der Scheiße stecken. Richtig tief in der Scheiße. Ja, natürlich. Ach Gott, war das klar. Ja, hol den Wagen. Aber beweg dich, Rusty. Oh, wir sind bald da. Wir haben ihn gleich, Kohl. Komm hin da. Los, Kohl, wir schnappen den Penner. Kaum, Kohl. Wir brauchen ihn lebend. Ich kann die Waffe nicht ziehen. Aber wir können auch in die Luft schießen, so wie wir es damals gemacht haben. Komm, hinterher, 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 hinterher. Ja, halt ihn nicht fest. Komm, 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 komm. Rusty, bist du mal an der Karre? Oh Mann, ey. Komm hinterher, 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 hinterher. Oh, 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 oh. Oh Gott, ey.
wir sind nah dran, aber ich komme nicht so... Ja. Ich komme aber nicht so nah daran, dass ich ihn tackeln könnte, oder? Warum kann ich meine Waffe nicht in die Luft schießen? So, dass er stehen bleibt. Jetzt können wir ihn tackeln, oder? Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Komm, Cole, komm, Spiel! McCaffrey, you're under arrest on suspicion of murdering Evelyn Summers. Okay, und da war der Knockout. Die Handschellen waren schnell angebracht. We need to get downtown and wrap this thing up. It's got to be McCaffrey. Unless Tiernan set him up. You don't think that asshole Jameson could have done it, do you? Now, whoever did it, this was that Dahlia fuck. How do you know that McCaffrey didn't do the Dahlia? We have a list of over 200 suspects. His name was never on it. If you think the list is exhaustive, Rusty, who am I to argue? Listen, let's just work the case at hand, shall we? If we survive this, it's gonna be a miracle. Da hat er nicht ganz unrecht. Listen, let's just work the case at hand, shall we? Then we can sit down and put all the puzzle pieces together at a later date. I'll hold you to that. Aber Rusty hat langsam auch Zweifel, glaube ich. Ich glaube, ihn fressen auch die Zweifel auf, weil... Ja, natürlich, Alter. Ihn fressen auch langsam die Zweifel aus, weil sowas wie der Dahlia-Killer hat die Polizei noch nie gesehen. Rusty, ich weiß es ganz genau. Oh Mann, haben wir einen krassen Unfall gebaut. So, wollen wir jetzt mal die Verhöre wieder starten? Chill mal dein Leben, Alter. 20 vor 8 ist das. 20 nach 7, sorry. Tja, Zentralrevier, ab in die Verhör. Okay. You sure you can make it stick with one of these suspects, gentlemen? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan isn't one, McCaffrey isn't two. I want a confession from one of them. Don't fail me, young Phelps. Oh, und Druck. Ich möchte erst in Interview Room 1 zu Tiernan. Druck, Druck, Druck. Why did you run, Tiernan? I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Woher weißt du, dass sie tot ist? Oh Gott, dem wurd's... Ah ja, den haben sie richtig zugesetzt hier. Oh Mann. Ich glaub den eigentlich. Ja, ich glaub den eigentlich, weil der ist jung, er sieht irgendwie vertrauenswürdig aus. Oh Mann. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Das ist doch schon mal anzweifeln, oder? Das ist doch schon mal anzweifeln. Oh Mann. Wir haben keinen Beweis. Sounds like half an answer to me, Tiernan. Were you sleeping with her? That's none of your business. Das war falsch? Okay. Aber wir haben noch keinen Hinweis dafür gehabt. Hä? Ich habe doch keinen Hinweis, dass die beiden irgendwas miteinander zu tun haben. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it. She wanted something of his. Das ist die Wahrheit, oder? Ist das die Wahrheit oder soll ich es anzweifeln? Ach, toll. Oh, er guckt eigentlich starr. Was ist denn, wenn ich mal ins Notizbuch gucke? Mein Kopf sagt Wahrheit, mein Bauch sagt Zweifel. Freunde, Bauchgefühl ist immer richtig.
We either hang this on you or McCaffrey. You better give us something. Well, McCaffrey's been in trouble with the law before. I mean, he always makes out it was some kind of labor dispute. But, you know, I'm not so sure. Kumpel, du solltest dir was Gutes überlegen und nicht den anderen in die Scheiße You and Evelyn reiten. were drinking together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. Das ist eine Lüge. You're lying, Tiernan. You'd been fighting with her. You fought, and... I'm not lying! She got up and left, that was it! Ist das so? Und was war das hier? Sie hat für einen Jungen Schnaps gekauft. Und der Junge bist du. Denn du bist sehr jung. She left, but she came back. She bought you a quart of whiskey to make it up to you. She told the liquor store owner. You're in deep trouble, buddy. She said she loved me. She wanted to care for me. But she would never stop talking about McCaffrey. McCaffrey was a writer, McCaffrey was a hero, McCaffrey cared for the little guy. Did you kill her, Tiernan? I might as well have. I kicked her out. She had nowhere to go. Oh, Scheiße. Oh, fuck. Schuldgefühle. Er hat sie nicht umgebracht, aber er könnte die Schuld daran... Do you own a car, fuck. Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? Well, we use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. Er guckt weg. Kollege, du musst jetzt mal aus der Potte kommen. Los, ich gebe dir jetzt nochmal die Chance. Sag es mir. Ich brauche jetzt was, damit ich dich nicht anklagen kann. Coroner's report says that Evelyn was killed with a wrench. I think you did it and then planted the evidence at McCaffrey's apartment for us to find. We went to his apartment. McCaffrey was up on the roof. Evelyn stole the book. McCaffrey went crazy when he found out. He said he would put her out of her misery. He can be very cruel. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. Big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. Okay, und die Anschuldigung gegen McCaffrey. Ich möchte jetzt auch zu McCaffrey unbedingt. Und zwar flott. Das war hier hinten, wenn ich mich recht erinnere. Und dann da, Interview Room 2, McCaffrey. You ready to answer some questions? You think I have all the answers? People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us. Ohne Spaß, ich kann mir vorstellen, dass das der Dahlia-Killer ist. Der tut hier einen auf mega klug. Und selbst wenn er kurz vor dem Auffliegen steht, tut er immer noch so auf Haven't you got klug. parking tickets to hand out? Halt's Maul. You told us you barely knew Evelyn Summers. She hung around sometimes. I had very little to do with her. Das ist eine Lüge. You'll have to do better than that, Grosvenor. We know about you and Evelyn. Evelyn was a lush, and a boring one at that. You can't link her to me. Kann ich das nicht? Kann ich das nicht? Was habe ich da in deiner Bude gefunden? Kollege, was habe ich da in deiner Bude gefunden? Seems there's a serious gulf between what you think you know and what you actually do, detective. Okay. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Das ist aber eine Lüge, oder? You're lying, McCaffrey. You were out at the rail yard. And what do you have that proves I was there?
Moment mal eben. Ich bin verwirrt. Es scheint was ich wissen. Evelyn ist gegen Mitternacht gestorben. Wo waren sie in der Zeit? Ich war zu Hause und habe geschrieben. Ich arbeite. Wir waren an einem Rangierbahnhof. Das können wir doch jetzt mit der Anschuldigung von dem Typen belegen, oder? You're going to have to do better than that, Detective. Okay. We found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment, and the note from her mother, and your blood-stained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave the evidence in my apartment? Ja. I don't believe you, Grosvenor. The evidence says that you killed her. You can prove that I wanted to kill Evelyn? Diesmal aber. Tiernan is prepared to testify that you threatened Evelyn's life in his presence. Self-preservation. That's understandable. Okay, I'll level with you. Tiernan killed Evelyn. He came to me for help. I listened to him, and he explained why he did it. Tiernan went to you for help. You expect me to buy that? That's how it went down. I told him he made a terrible mistake, but he would be throwing his life away if he went to the cops. I took his things and told him I would dispose of them. But you didn't. Speak to Tiernan. He'll give it up. It's either going to be you or Tiernan, Grosvenor. Make it stick, Detective. The party has good lawyers. I'm just praying the prince comes through so I can nail this one. Okay, Telefon. Warum habe ich Telefon hier? Schauen wir mal. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, Detective. McCaffrey was formerly under surveillance by the Red Squad. Convictions for petty theft. Dishonorable discharge from the Army during training at Syracuse. Assault on a local woman. Says he almost beat the woman to death. Thanks, ma'am. Aha. Ich möchte aber noch mal jetzt hören, was der Tiernan dazu sagt, was McCaffrey uns gerade gesagt hat. You spoken to McCaffrey? I can go, it's all been cleared up? Not quite. We have one more question we need to ask, James. Then I think we will be done. Sure. Go ahead. So Evelyn passed out, and you walked out. What happened next? I woke up in the morning, very hungover. I thought Evelyn would have come back. Lüge, Kollege. I know you're lying, James. You went out looking for her. Tell me what really happened. I don't know what you're talking about. How can you say I wasn't in that hotel room? Das sage ich dir gleich. Ja, bei dem McCaffrey war ich gerade irgendwie ein bisschen verwirrt. Aber ich habe gedacht, das hatte so gut gepasst, auch mit dem Schlüssel, mit dem Brief und so, aber anscheinend ja nicht. You wound up at McCaffrey's. You were still incredibly drunk. You passed out on his floor. It's time to tell me what really happened. McCaffrey woke me up the next morning, and he showed me the lug wrench and the letter and the box, and he said I came in with him last night. He said that I killed Evelyn, and that it was all over the radio, and that he would protect me. And I don't know, Detective, for the life of me, I can't remember a goddamn thing. And I was angry with her. Really angry. I could have done it. Was it me? Ich glaube nicht, dass der das war. Wait here. Ich glaube nicht, dass der das war. Ich
Ich glaube, McCaffrey zieht sich aus der Bahn. Du warst so betrunken, du warst nicht in der Lage, die Frau zu ermorden. Das warst du nicht. You were in the war? Yes, I was. Seeing the things that I saw, it changes a man. I came back here determined to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? Doch, warst du Penner. You're lying, McCaffrey. You have a history of violence towards women. How do you turn a couple parking tickets and a petty theft misdemeanor into an assault charge? Glaubst du, ich komme da nicht dran, Kollege? Glaubst du, ich komme da nicht dran? We know all about you and your dishonorable discharge. Beating some poor woman near to death in Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is a fraud. She was a goddamn peasant whore! She tried to steal from my wallet. I could have fought for this country. I could have... You beat her because she stole from you, because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch. What is a man supposed to do? Sit there and take it? How is a man supposed to call himself a man? And Evelyn Summers, a poor, drunken nobody, stole your book. And she got what was coming to her. Ohne Spaß. Ohne Spaß. So wie der ausgerastet ist jetzt hier. Tiernan, du warst das nicht. Fick dich, Governor McCaffrey. McCaffrey, I'm charging you with the murder of Evelyn Summers. She was a sad lady who never hurt anyone except herself. I hope God finds a way to forgive you. Congratulations, boys, you bagged the fine catch. Another red to boot. Grand. Now, I want you to put this business about a repeat offender out of your mind. This McCaffrey creature shows no remorse, and neither will the grand jury. You would have to walk a long mile to find a better candidate for an unmarked plot in the prison graveyard. James Tiernan ist unschuldig. McCaffrey, du hast sie ermordet. Da bin ich mir sehr sicher. Aber was ist mit BD? Was ist mit BD? The Studio Secretary Murder. Alle Hinweise gefunden. 3 Fragen falsch. Viel Fahrzeugschaden, viel Sachschaden. Deswegen auch nur 3 Sterne. Grosvenor McCaffrey kann mit dem Schreiben seiner Memorien beginnen. In der Todeszelle. Memorien. Wie man es aussprechen möchte. Ich konnte es noch nie wirklich aussprechen. 3 Fragen falsch. Ja, das bei McCaffrey war echt komisch, ey. Eigentlich hatte ich doch die perfekten Beweise. Das weiß ich nicht. Komisch. Irgendwie haben die Anschuldigungen auf alle Fragen gepasst. Aber Tiernan hatte recht. Aber das bei der ersten Frage, Tiernan verstehe ich es auch noch nicht. Naja, Fall abgeschossen. Was erwartet uns jetzt? We have lost most of Shaughnessy and Dunn's squad. The gunny is dead, first platoon is in worse shape. That medic is either crazy or the bravest man alive. Can we rally with the first and try for the Nambus? It's sheer to the left. To the right, it goes right through a pass with 2 Nambus and enfilade. Mate, we can lose everyone. Lieutenant! Get back off this fucking bridge! They'll start walking the mortars back to their own positions! We only have minutes! I'm in charge here, Sergeant! Get your men off the bridge, Lieutenant! What's your unit, Sergeant? We don't have time for this, Lieutenant! What's your unit, Sergeant? I company 22nd Marines, Lieutenant, and we just saved your ass by fording the river. My orders are to reconnoiter the... I think that point is now moot! You have 10 men left! My orders are to save what's left! Move out! Alter, da ging's ja richtig ab zwischen Jack und Co. The Quarter Moon Murders. 4. Mondmorde. Aha. Well done, lads. You did well with the Summers case. But we have a problem. The examiner received a new letter today. Do you mind if I take a look, Ray? Nicht Go right ahead. Wieder. They've both been rinsed in gasoline like the previous letters, so I can't lift a print.
Der Typ ist clever. Der Typ ist richtig clever. Oh Gott, BD. Fotze BD in meinem Versteck. No one else but the killer knew about this message. This guy's got a screw loose. Find me where I hide myself. Wieder ein Gedicht und sahen verwundert nach dem Himmel auf, dieweil noch immer die Musik erscheu. Ich aber schlüpf in meinem Brunnen schnell auf öffentlichem Mark, dem Widerschein des Mondes gleich, der sich in Wellen spiegelt unter grünem Laub. Shelley Auszug. Another snippet from the Shelley poem. Wie viel Glück hat die Polizei, dass Cole diese Shelley kennt? Ich kenn's Gedicht nicht, aber ich bin eh nicht so ein Typ. Die poetischen Werke von Percy Bysshe Shelley. Zu tragen Leid, das ihr unendlich meint, Unrecht verzeihen, den Schwarz wie Tod und Nacht, das Schwarz wie Tod und Nacht, der Macht zu trotzen, die allmächtig scheint. Und lieben hoffen, bis dir Hoffnung Kraft aus ihrem Trümmern das Ersehnte schafft. Nicht straucheln, schwanken, nicht der Reue Macht, gleich deinem Ruhm Titan hieß allein die Macht, gut, groß und frei, schön freudig sein, ja dies allein Leben, herrschen, siegen. To suffer woes, which hope thinks infinite, to forgive wrongs darker than death or night. Sorry, aber manchmal ist es einfach zu schnell, um das vorzulesen. The note is from the Dahlia maniac. He definitely also killed Teresa Terrell. Mal and I agree. But where does that leave us? If this is the Dahlia killer, and he is responsible for the Tarrelson murder, not to mention the Muller Hang case. on a moment, Skipper. Let me finish, Rusty. We have 5 birds in hand and none in the bush. The department will not survive a scandal if we have to let them all go without catching a fiend first. Your careers will be over for a start, gentlemen. Looking in wonder. Ah, at the fuck it. while yet I the knew this music run was too pealed good to be along, true. I hid myself within a fountain in the public square. You like that stuff? What is it supposed to It's mean? supposed to... Forget what it's supposed to... What does he want it to Where are you going with this, Cole? He's obviously taunting us. He believes he's far more intelligent than we are. Okay, it's some kind of story, right? A guy that God hates, chains him up. It's an allegory, Rusty. What? Story with 2 meanings. A symbolic meaning. But that's what he wants us to think. Could he be using it literally? Within a fountain in a public square? Could it be that easy? Can somebody tell me what the fuck is going on? The fountain in Pershing Square. Come on, we have a clue. Captain, thanks, Ray. Be careful, Phelps. This is his game you're playing now. I don't want no part of it. Captain finds out, we're Oh, dead. fuck. Okay. Pershing Square Untersuchung. Okay, ich glaube, es wird heiß. Wir sind den Dahlia-Killer auf der Spur. Cole Phelps hat eine Spur gefunden, meine Freunde. Ladies and Gentlemen, schnallt euch an. In den nächsten Parts wird's richtig heiß. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann wieder. Haut rein und ciao.